Mit der SPB 317J1 bringt Seiko innerhalb der Prospex-Kollektion das Design einer Taucheruhr von 1968 zurück in die Gegenwart. Nämlich das der 6105-8000, quasi der Ur-Turtle von Seiko oder aber der ersten Taucheruhr der japanischen Marke, die mit einem kissenförmigen Gehäuse ausgestattet worden ist. Die neue Version kommt mit einem bis 200 Meter wasserdichten Gehäuse und einem Saphirglas. Der Durchmesser beträgt 41 mm und die Bauhöhe ist mit lediglich 12,3 mm nicht nur für Seiko-Verhältnisse, sondern auch für Taucheruhren ganz generell vergleichsweise flach. Noch angenehmer aber, die Uhr misst lediglich 46,9 mm in der Länge, also von Bandanstoß zu Bandanstoß, und passt damit auf eine Mehrheit der Handgelenke ganz hervorragend. Seiko bietet die Uhr aktuell in 4 Versionen an. Den Anfang macht die 317J1, die dem Original am nächsten kommt und mit einem schwarzen Silikonband ausgestattet worden ist. Dann kommt die SPB 313J1 mit einem weißen Zifferblatt und einem Metallband. Mit demselben Metallband ist auch die SPB 315 ausgestattet worden, die nebst dem schwarzen Zifferblatt auch noch mit goldfarbenen Akzenten auf Zifferblatt und Drehring ausgestattet worden ist. Dann kommt mit der SPB 333J1 eine Save the Ocean Sonderedition, die auf 5000 Stück limitiert worden ist und voraussichtlich ab Januar 2023 erhältlich sein wird. Dieses Modell kommt mit einem weißen Zifferblatt, das eine Oberflächenstruktur hat, das an einen Eisberg erinnern soll und ist wie gesagt auf 5000 Stück limitiert, kommt ebenfalls mit dem Metallband und einem zusätzlichen Textilband aus rezykliertem Material. Die Uhren werden allesamt vom Seiko Kaliber 6R35 angetrieben, einem automatischen Kaliber, das mit 21.600 Halbschwingungen arbeitet, also 3 Hertz, und bei Vollaufzug eine Gangautonomie von 70 Stunden bietet. Seiko reguliert das Kaliber auf die etwas großzügige Bandbreite von -15 bis +25 Sekunden pro Tag ein. Das Kaliber ist zudem hier erstmal mit einem Datumsfenster zwischen 4 und 5 Uhr ausgestattet worden, was die Balance des Zifferblattes ungemein verbessert hat. Die Uhr kostet 950 € in der Version 317J1 und geht bis 1350 € im Falle der SPB 333J1. Wer mehr über die Turtle erfahren möchte, im Beschrieb zum Video gibt es einen Link zu weiteren Eindrücken und Ansichten zu dem Modell. Wer Fragen hat, kann wie immer gerne das Kommentarfeld dazu benutzen. Ich freue mich über ein Like und noch mehr über ein Subscribe.